Ihr kennt uns ja, größer ist immer besser, das ist auch Ritas Meinung. Deswegen haben wir uns gedacht, wir erweitern heute die Stadt wieder mal ein bisschen. Wir haben einige Platten gekauft, um das Stadtlayout jetzt noch größer zu machen. Und Rita ist so freundlich und trägt uns die Platten. Sie ist eine starke Frau, sie trägt uns die Platten hier zur Stadt herauf. Und was soll denn das? Ja, das sind die Platten für die Erweiterung. Ja, aber die sind ja so klein. Naja, aber jetzt unterschätzt sie mal nicht. Denn manchmal braucht man auch kleine Dinge, um Größe zu erreichen. Ich sage darauf nichts, aber es hat schon so seine Richtigkeit. Wir haben uns gedacht, und zwar, wir haben ja im Frühling mal erweitert und da wirklich großartig erweitert. Und Genau. da haben wir ja hier überall, wo hier solche Pfosten sind, ein bisschen die Platten, diese Verlegeplatten zugeschnitten, dass wir hier die Platte schön herausstellen konnten. Jetzt ist natürlich so, dass hier dieser Schüttwaggon sehr kriminell über eine Brücke steht, die eigentlich unten gar nicht gestützt ist. Dasselbe ist hier bei Ritas Figurencontainern. Genau. Hier ist auch dasselbe und auch beim Winterdorf und überall, wo ihr wisst, wo wir die Stadt in der letzten Zeit mal erweitert haben, also eigentlich bei fast jedem dieser Pfosten. Und da haben wir uns gedacht, die liegen jetzt schon seit einem halben Jahr in der Garage rum. Die werden wir jetzt heute nochmal fachmännisch ein bisschen bearbeiten und dann für euch hier, dass das so passt, einfügen. Dann sieht das nämlich sicher auch ein bisschen schöner aus. Genau. Und wir haben keine Komplikationen mehr mit Waggons, die eventuell mal hier runterfallen könnten. Also, ich würde sagen, folgt uns in den Garten oder besser gesagt in die Garage, Genau. wo wir das jetzt zuschneiden werden. Oder wie Karate-Profis zerhauen. Hatschu! So, wir sind jetzt heraus. Rita wäscht heute übrigens gerade mein Auto. Leider kein sexy Carwash, weil es ziemlich kalt ist, aber keine Sorge, das wird auch noch kommen. Wir sind jetzt gerade dabei, diese Holzbretter auseinander zu schneiden oder besser gesagt zu hauen. Und nein, das ist kein Durchschnitt, das ist nur ein bisschen geritzt, damit ich weiß, wo ich draufschlagen muss. Denn ich zeige euch nämlich heute mein verstecktes Talent. Welches, ich habe den schwarzen Gürtel in Judo übrigens. Ich habe Also gedacht in Yoga. 3, 2, 1, zack. Seht ihr, so macht man das. Und, Moment, zeige ich es uns nochmal. Und nämlich auch leise. Und mein Handrücken hat überhaupt nichts, also kein Problem. Und nochmal zusammen. Ich kann es auch mit dem Kopf. Zack. So amüsiert sich Rita. Nein, jetzt gehen wir in die Garage und wir zeigen euch, wie wir das richtig machen. Die Kamera an. Ja. Also das ist also der Ort, wo Gefährlich. die wahre Magie passiert. Und wir machen das natürlich so, wie es sich gehört, mit Safety First. Werde ich mir erst recht den Finger abschneiden, weil ich so schlecht sehe mit dieser Brille. Ei. Das muss so auch gehen. Wir nehmen da immer so eine Stichsäge und mit der sägen wir die Bretter auseinander, damit sie dann passend für unsere Stadt sind. Einmal freier Schnitt. Ideal. Nach ganz viel Karate ist es jetzt endlich fertig. Wir haben unser Layout erweitert. Es ist eigentlich jetzt schon der nächste Tag. Also wir haben gestern da noch ziemlich lang herumgeschustert Ja. und gewurstelt. Und es ist irgendwie nicht so ganz was geworden. Aber das Layout ist jetzt offiziell erweitert und da wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wie das jetzt aussieht. Um einige Quadratzentimeter. Rita wird das jetzt präsentieren. Und zwar stehen wir direkt bei einem dieser Spots, wo das jetzt erledigt worden ist. Das heißt, die Platten sind jetzt genauso zugeschnitten, dass sich das hier mit diesem Pfosten ausgeht.
Und wir haben das zuerst geklebt gehabt, das hat allerdings nicht gut gehalten. Genau. Wir haben zuerst so einen Dixo da drüber, also so einen stärkeren Dixo, haben wir da drüber geklebt, so ein Klebeband. Aber dann ist das immer durchgerutscht, also eben oben und unten, aber es hat nichts genützt. Und jetzt hat Christoph da eine spezielle Bautechnik. Genau, also ein extra Stück Holz und das wurde dann hineingehämmert. Das Problem ist, wir haben da nicht damit gerechnet, diese Verlegeplatten sind relativ hart. Ja. Und wir hatten da echt Probleme hier, die, wenn man da irgendwie teilweise schlecht dazugekommen ist, dazuzukommen, das hineinzubringen. Genau. Hier seht ihr noch alte Reminiszenzen, so hat das ausgesehen und das war eigentlich jetzt für die Montage ganz praktisch. Das heißt, jetzt auch unsere Schüttwaggons müssen sich nicht mehr fürchten, dass sie in die Tiefe fallen. Hier sieht das genauso aus. Und übrigens ein kleiner Tipp, weil wir ja vor kurzem Stadtbautipps gemacht haben. Wenn ihr sowas macht, dann verschiebt es nicht so wie wir und sagt, ach, das können wir später nochmal machen. Denn wenn man unten hämmert, ist es wie ein super starkes Erdbeben. Ja, richtig. Ihr habt das vielleicht auf Instagram gesehen, was Rita da gepostet hat. Da springen die Häuser so. Man hätte es vielleicht auch ein wenig professioneller mit einem, ich weiß nicht, Akkuschrauber oder sowas machen können. Wir haben es ein bisschen auf die rustikalere Art gemacht, weil wir jetzt auch nicht so viel Werkzeug bei der Hand haben hier und ja wieder mal die Geschäfte zu waren, da sind wir noch nicht wohin gekommen, ihr wisst es, wie das ist, aber ja, deswegen, wenn jetzt ist alles fix, wir gehen hier ganz unbemerkt, ich darf nämlich nicht herzeigen, was Rita heute im Weihnachtsdorf gemacht hat, das aber ist eine Überraschung. Das wird das nächste Video sein, ich zeige, Nein, ich zeige nichts her. Aber auch hier, das ist natürlich jetzt schwer, hier haben wir sogar 2 Plättchen eingefügt, und zwar einmal hier und einmal hier noch so was Kleines. Das ist nicht ganz gerade, aber das hat sich jetzt so verkantet und wenn man hier so eine Bodenplatte hinlegt, dann wird das sicher passen. Auch natürlich unten, sieht man nicht besonders gut jetzt, aber hier ist unten dasselbe gemacht worden. Dann einmal hier hinter dem Haunted House, da ist jetzt auch so eine Platte, auch ein Ort, wo man nicht besonders gut hinkommt, was man auch nicht gut sieht, aber das ist jetzt auch zu. Genau, und hier vorne noch, das ist der Teil aus dem Instagram-Video, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut auf Instagram oder auf Facebook vorbei. Echt ein lustiger Bumerang. Und das war eben hier. Genau, hier mussten wir auch natürlich noch aufpassen, dass wir das Kabel hier nicht kaputt machen beim Montieren, aber es passt hier jetzt auch ideal, das heißt, wir können hier jetzt neben der Schiene noch ein bisschen Grünzeugs verlegen oder noch ein Gestrüpp. Die Bahngleise sind ja auf der Hinterseite meistens nicht so schön oder irgendeine betonierte Anlage und genauso auf der Unterseite, hier sind wir sehr schlecht hingekommen, weil das alles irgendwie platzmäßig hier mit den Böcken und so ein bisschen doof ist. Aber ja, es hat schlussendlich geklappt und noch einmal der Tipp, macht sowas vorher und wartet nicht, denn das hat uns gestern fast alle Nerven gekostet und wir sind eigentlich gestern gar nicht so viel zum Lego-Bauen gekommen, also die Stadt sieht ziemlich unverändert aus heute, weil ich da so lange gebraucht habe, bis das irgendwie gehalten hat. Genau, egal. Und da macht es sich dann auch bezahlt, ob man man sieht, ob man gut gebaut hat oder nicht. Denn zum Beispiel hinten beim Vergnügungspark, beim Campingplatz haben wir einen Baum, der zwar schön aussieht, aber eher wackelig gebaut ist. Und der ist sofort in alle Stücke zerfallen. Und ob illegale Bautechniken verwendet wurden, das sieht man natürlich auch. Aber ja, jetzt widmen wir uns wieder was Tollem. Ich weiß nicht, vielleicht Eisenbahnen. Rita wird euch bestimmt in den nächsten Tagen mal ihren Fortschritt im Winterdorf zeigen. Jetzt ist ja bald Weihnachten, das wollt ihr bestimmt sehen. Und ja, dann werden wir schauen, was noch alles kommt. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und danke fürs Einschalten. Viel Spaß weiterhin beim Lego-Bauen, beim Züge fahren lassen und danke, dass ihr auch bei unserer jetzt noch größeren Lego-Stadt mit dabei seid. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.